Hallo meine lieben Freunde, hier ist wieder Michael Grant mit Klartext und zwar heute zum Thema Bevölkerungsaustausch auch in Österreich. Der Anteil der in Österreich geborenen Kinder ohne österreichische Staatsbürgerschaft ist in den vergangenen 2 Jahrzehnten stark gestiegen. Besonders ausgeprägt ist diese Entwicklung, na klar, im Multikulti Wien. Dort hatten im Jahr 2024 laut Statistik Austria 40,5% der Neugeborenen keinen österreichischen Pass, also 4 von 10. Vor 20 Jahren lag dieser Wert noch bei rund 20%. Bundesweit, also in Österreich, wurden insgesamt 77.238 Lebendgeburten registriert. Damit erreichte die Zahl der Neugeborenen den niedrigsten Stand seit 2009. Während die absolute Zahl der Geburten sinkt, nimmt der Anteil jener Kinder zu, die rechtlich nicht als Österreicher gelten. In Wien betrifft das inzwischen mehr als 4 von 10 Babys. In den einzelnen Bezirken wie Favoriten, Ottakring oder Rudolfsheim-Fünfhaus sogar mehr als die Hälfte eines Jahrgangs. Die Kinder werden zwar in Österreich geboren und wachsen hier auf, besitzen jedoch kein automatisches Anrecht auf die Staatsbürgerschaft. Eine Einbürgerung ist grundsätzlich möglich, setzt jedoch lange Aufenthaltszeiten, umfangreiche Nachweise und ein komplexes Verfahren voraus. In der Praxis erfolgt sie häufig erst im Erwachsenenalter. Aus demokratietheoretischer Sicht wirft diese Entwicklung Fragen auf. Die Migrationsforscherin Judith Kohlenberger von der Wirtschaftsuniversität Wien weist darauf hin, dass mit der Staatsbürgerschaft zentrale politische Rechte verbunden sind, insbesondere das aktive und passive Wahlrecht. Wenn in einzelnen Bezirken mehr als die Hälfte der Bevölkerung im wahlfähigen Alter nicht stimmberechtigt sei, so sagt Kohlenberger, stelle sich die Frage nach der demokratischen Repräsentation gewählter Organe. Kohlenberger, also auf die Idee muss man auch erstmal kommen, sie plädiert daher für eine Reform des Staatsbürgerschaftsrechts. Kinder von Eltern ohne österreichische Staatsbürgerschaft sollten ihrer Ansicht nach bei der Geburt eingebürgert werden können, sofern die Eltern seit längerer Zeit rechtsmäßig in Österreich leben, erwerbstätig sind und Steuern zahlen. Eine solche Änderung würde aus ihrer Sicht die politische Integration fördern und langfristig die demokratische Legitimation stärken. Sowohl der Bund als auch die Wiener Stadtregierung lehnen derzeit eine grundlegende Reform des Staatsbürgerschaftsrechts aber ab. Damit bleibt die Rechtslage unverändert. Der Trend deutet jedoch darauf hin, dass eine wachsende Bevölkerungsgruppe dauerhaft in Österreich lebt, ohne formell Teil der politischen Gemeinschaft zu sein. Die Zahl der Geburten in Österreich ist erneut zurückgegangen. Mit dem Rückgang setzte sich ein Trend fort, der seit 2016 anhält. Parallel dazu sank auch die durchschnittliche Kinderzahl pro Frau. Sie fiel von 1,44 im Jahr 2023 auf 1,31 Frauen mit österreichischer Staatsbürgerschaft und lagen damit mit 1,22 deutlich unter dem Wert von Müttern mit ausländischer Staatsbürgerschaft, die im Schnitt auf 1,58 Kinder kamen. Auffällig sind regionale Unterschiede bei Herkunft der Eltern. Bundesweit Österreich, waren 64% der Mütter und 62% der Väter in Österreich geboren. In Wien stellt diese Gruppe jedoch eine Minderheit dar. Dort kamen 2024 nur 42% der Mütter und 39% der Väter geborener Kinder aus Österreich. Einen ebenfalls hohen Anteil an im Ausland geborenen Eltern weist Vorarlberg auf. Gleichzeitig steigt das Alter der Mütter weiter an. Das durchschnittliche Alter beim ersten Kind lag bei 30,4 Jahren und erreichte damit einen historischen Höchstwert. Die Familienministerin verwies auf gesellschaftliche Ursachen für den Geburtenrückgang und betonte die Bedeutung familienfreundlicher Rahmenbedingungen, insbesondere bei Kinderbetreuung und Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Das, was in Österreich geschieht, geschieht auch in Deutschland. In meinem neuen Buch Deutschland muss vernichtet werden, habe ich genau dieses Thema auch aufgeführt. Also es geht nicht nur um die Massenmorde an uns Deutschen, es geht auch über 100 Seiten
über das Thema Grenzöffnung durch Angela Merkel und die Folgen. Und in meinem neuen Buch habe ich das ganz genau beschrieben mit der Migrantenkriminalität, aber auch mit der Geburtenrate ausländischer und inländischer Frauen. Also genau dieses Thema. Hier in Südamerika beträgt das Alter der Mütter nicht 30 Jahre, wenn sie das erste Kind bekommen, sondern ich schätze mal, wenn ich das so auf der Straße sehe, schätze ich das so auf zwischen 18 und 20 Jahre, höchstens 22, 23, 24, 25 Jahre. Also das ist aber dann schon wirklich alt. Hier herrschen andere Bedingungen und hier gibt es mehr junge Leute. Warum so viele Menschen überhaupt in Deutschland und in Österreich sind, die eine andere Staatsbürgerschaft haben, beschreibe ich in meinem neuen Buch Staatsgeheimnis NGO-Finanzierung. Und zwar werden hier alle die NGOs aufgeführt, die Menschen illegal und legal in unser Land bringen, so dass unser Land immer mehr zersetzt wird. Wie gesagt, die Zersetzung beschreibe ich hier und die Gründe im NGO-Buch. Ich wollte das noch einmal klarstellen, dass es auch in Österreich dieses Thema gibt und nicht nur in Deutschland. Man sollte also darüber nachdenken. Ich bedanke mich auch für eure Kommentare, weil ich lese jeden Kommentar durch, aber ich kann nicht jeden beantworten. Ihr seht ja selber, wie viele Kommentare manchmal bei den Videos sind. Bedanke mich aber natürlich trotzdem dafür. Und ich bekomme auch jeden Tag zwischen 100 und 200 E-Mails, es ist nicht mehr möglich, alles zeitnah zu bearbeiten, weil ich muss ja auch noch andere Projekte bearbeiten. Zum Beispiel schreibe ich gerade an Adolf Hitler eine Korrektur, Band 7. Es geht um den Balkanfeldzug und den Afrikafeldzug. Und nach diesem Buch habe ich dann für das Jahr 2027 wieder ein Sonderband im Kopf. Lasst euch überraschen. Ich denke, das ist ein super Thema. Lasst euch überraschen. Für alle Verschwörungstheoretiker wird es sicherlich ein sehr, sehr interessantes Thema sein. Ich muss es aber erst mit dem Verleger absprechen. Noch einmal meine tägliche Bitte: Abonniert mich auf Telegram, weil ich weiß nicht, wie lange ich hier auf YouTube noch bin. Ihr könnt mir mit verschiedenen Dingen helfen. Ihr könnt meinen YouTube-Kanal empfehlen, könnt meinen Telegram-Kanal empfehlen, ihr könnt meinen kostenlosen Newsletter bestellen und es wäre sehr nett, wenn ihr Rezensionen bei Amazon oder im Copshop über mein neues Buch Deutschland muss vernichtet werden oder auch über meine anderen Bücher. Also ich habe hier zum Beispiel noch meine Adolf Hitler, eine Korrekturreihe, wenn ihr da Rezensionen schreiben könnt. Und mit Glück findet ihr euch vielleicht in einem meiner neuen Bücher wieder, weil ich, wenn ihr meine Bücher kennt, ja wisst, weil ich am Anfang immer 2 Seiten Leserstimmen nehme, die ich dann aus diesen Rezensionen nehme, die über meine Bücher geschrieben wurden. Also mit Glück seid ihr dann in einem meiner nächsten Bücher. Ich wünsche euch alles Gute, bis zum nächsten Mal, euer Michael Grant.